Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Jürgen Klopp und Toni Kroos. Diese Namen sind zurzeit im Real Madrid-Universum überall. Die beiden sollen die Lösung sein für das neue Real Madrid. Woher diese Information kommt, wer das geleakt hat, was da dran ist, das erkläre ich euch natürlich in diesem Video. Ich sage euch natürlich auch meine Meinung dazu, warum das insbesondere für uns deutsche Real Madrid Community eine sehr gute Nachricht wäre. Naja, dann habe ich allerdings auch schlechte Nachrichten, schlechte Informationen. Eder Militão hat es schon wieder erwischt. Der Brasilianer muss operiert werden und fällt 3 bis 4 Monate aus. Schon wieder. Naja, was da los ist, die letzten Informationen auch zu Kylian Mbappé, zur Nachwuchsabteilung von Real Madrid und, wie ihr es kennt in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst mich heute deutlich positiver in das Video starten als gestern. Da hatte ich noch sehr schlechte Laune nach dem wiederholten katastrophalen Auftritt von Real Madrid in den letzten 2 Jahren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass auch mir irgendwann die Hutschnur platzt. Ja, wie dem auch sei, ich habe euch gute Nachrichten versprochen. Ich bringe euch gute Nachrichten. Und zwar, Real Madrid Castilla hatte gestern ein sehr schweres Auswärtsspiel in Talavera, ja, die Glocken klingeln zurecht. Das Talavera, gegen das wir auch im Pokal gespielt haben. Unsere Jungs lagen relativ früh mit 1:0 zurück. Doch ein Doppelpack von Paul Fortuny hat die Remontada klargemacht. Real Madrid Castilla gewinnt 2:1 und setzt sich im Aufstiegsrennen fest. Auf dem 4. Tabellenplatz haben wir jetzt einen kleinen Puffer. Das heißt, noch ein paar gute Ergebnisse und Real Madrid wäre in den Playoffs zum Aufstieg in die 2. Liga. Für mich sehr gute Nachrichten. Die Jungs entwickeln sich im Laufe der Saison immer seriöser, werden sie. Auch so ein Auswärtsspiel bei knallharten Gegenspielern wie in Talavera zu gewinnen, das verdient meinen Respekt. Tolle Leistung, hat mich gestern sehr gefreut. Es gab auch noch eine Szene, naja, jetzt ist sie lustig, weil nichts passiert ist, aber die gesamte Bande ist da zusammengebrochen mit den Real Madrid-Fans. Wie gesagt, es ist nichts passiert, Entwarnung, deshalb kann ich darüber jetzt auch ein bisschen lachen, ja. Worüber ich nicht lachen kann, sind die Ergebnisse der ersten Liga gestern. Der FC Barcelona gewinnt sogar in Getafe mit 2:0. Ja, die sind jetzt 11 Punkte vor Real Madrid. 11 Punkte. Also eine absolute Blamage für Real Madrid. Der FC Barcelona wird zu Recht spanischer Meister werden. Eine Mannschaft, die qualitativ nicht besser ist als Real Madrid. Die sind nicht so gut, wie sie von den Medien immer versucht werden zu machen. Sieht man ja Jahr für Jahr in der Champions League. Aber diese Mannschaft, natürlich hier und da auch immer wieder Schiedsrichterunterstützung und Real Madrid halt eben nicht. Wir wissen halt, was in Spanien los ist. Aber trotz alledem, beim FC Barcelona hat man zumindest das Gefühl, jeder Einzelne zerreißt sich für jeden. Jede Schiedsrichterdiskussion rennen 3, 4 Leute wie Wahnsinnige zum Schiedsrichter, gestikulieren. Wenn einer getreten wird, bleibt er minutenlang am Boden, bis das VAR eingreift. Ja, das machen die geschickt. Aber man sieht, in dieser Mannschaft, da ist Wille zu gewinnen. Die bluten für den FC Barcelona und wir als Madrid-Fans können nur neidisch drüber gucken. Ich schaue nicht neidisch rüber auf die fußballerische Qualität. Die haben mit Sicherheit auch tolle Spieler, so ist es nicht gemeint. Aber ich schaue neidisch rüber, weil ich eine intakte, homogene Kabine sehe, wo jeder für jeden alles gibt. Und dadurch muss ich einfach sagen, als Madrid-Fan, ja, die werden absolut verdient spanischer Meister. Und wie gestern im Video schon gesagt, ein kleiner Teil von mir hofft, dass Real Madrid jetzt weiter so Katastrophe spielt, damit der Abstand so groß wie möglich wird, damit der Vorstand von Real Madrid aufwacht und reagieren muss und erkennt, es reicht nicht, wenn du 1, 2 neue Spieler bringst, ein bisschen was austauschst. Nein, du musst bei Real Madrid durchgreifen. Da muss sich einiges ändern. Ja, wo sich garantiert auch etwas ändern muss, ist in der Innenverteidigung von Real Madrid. Ich habe euch letztens schon gesagt, wir gehen nächste Saison in eine Innenverteidigung, wo ein fitter Dienhausen ist. Der ganze Rest ist entweder dauerhaft verletzt oder
Real Madrid zählt nicht mehr mit ihm, wie einem David Alaba etc. Real Madrid muss dringend einige neue Innenverteidiger holen. Ja, warum das auch so ist, beweist diese Nachricht. Eder Militão verpasst nicht nur die WM, sondern er muss wieder operiert werden und fällt 3 bis 4 Monate aus. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Militão wird die Weltmeisterschaft verpassen. Er musste sich einer Operation unterziehen und wird 4 Monate ausfallen. Der brasilianische Innenverteidiger hat sich erneut am Oberschenkelmuskel verletzt und die ursprüngliche Diagnose hat sich verschlechtert. Eder Militão wird weder für Real Madrid noch für Brasilien bei der diesjährigen Weltmeisterschaft, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden, auflaufen. Der brasilianische Verteidiger unterzog sich einer MRT-Untersuchung, die eine Muskelverletzung im Bizeps femoris seines linken Beines ergab. Es handelt sich um eine wiederkehrende Verletzung, deren Prognose sich im Laufe der Zeit verschlechtert hat, was schließlich zur Entscheidung für eine Operation führte. Er wird 4 Monate ausfallen, dürfte aber rechtzeitig zum Saisonstart wieder fit sein. Militão zog sich kurz vor der Halbzeitpause im Spiel gegen Alavés eine Muskelzerrung zu und bat sofort um seine Auswechslung. Die anfängliche Prognose lautete 4 bis 5 Wochen Ausfallzeit. Ja, das war, was ich euch gestern noch gesagt hatte. Letztendlich entschied man sich jedoch für eine Operation. Ohne Operation würde er etwa 5 Wochen ausfallen. Ein Rückfall wäre aber früher oder später möglich. Mit der Operation, die letztendlich unausweichlich sein wird, würde er zwar etwa 4 bis 5 Monate pausieren, das Rückfallrisiko würde sich dadurch aber deutlich verringern. Ja, und wenn man das so liest, muss man als Real Madrid-Fan seinen Hut ziehen vor Eder Militão. Hätte er sich nicht operieren lassen, wäre er in 5 Wochen wieder spielbereit und hätte mit Brasilien eine WM spielen können. Das größte Ereignis, was es für einen Fußballer gibt. Aber irgendwann hätte er sich wieder verletzt und wäre dann längere Zeit ausgefallen. Dann wahrscheinlich auf Kosten von Real Madrid. Und er entscheidet sich, ich lasse mich jetzt operieren, ich falle 4 bis 5 Monate aus und bin für den Saisonstart für Real Madrid wieder fit. Der stellt Real Madrid über die WM. Also absoluten Respekt dafür vor Eder Militão, muss ich als Madridista sagen. Ich glaube, nicht viele Fußballer in der Kabine würden das Gleiche für Real Madrid tun. Ja, und wenn wir schon mal bei Verletzungen und Real Madrid sind, wir alle erinnern uns an die 80. Minute bei Deportivo Alavés, als ein Kylian Mbappé auf einmal den hier gemacht hat, obwohl ein Gegenspieler einen halben Meter an ihm vorbeigelaufen ist. Also was kann ich ja nicht verstehen. Egal, ich möchte mich darüber nicht aufregen. Auf jeden Fall, Kylian Mbappé ist verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Da sehen die Prognosen jedoch deutlich besser aus. Und zwar, Mbappé hat sich eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen. Der französische Stürmer verließ das Spielfeld in der 81. Minute. Wie gesagt, er wird trotzdem heute nochmal durch den MRT geschickt. Die ersten Diagnosen zeigen aber eigentlich Entwarnung. Es ist nur eine Zerrung. Diese Verletzung hat für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt. In Spanien gibt es einige, die sagen, er möchte einfach nur den Rest der Saison sich ausruhen, um sich auf die WM vorzubereiten. Er hat keine Lust mehr auf Real Madrid etc. Naja, dazu gibt es anscheinend auch Streit mit ihm in der Kabine. Dazu habe ich heute einen Short gemacht. Könnt ihr hier auch auf YouTube unter meine Shorts gehen. Wenn nicht, TikTok, Instagram werdet ihr das Short sehen. Ja, es gab wohl ein Aufeinandertreffen von Kylian Mbappé und Jude Bellingham. Nicht nur eins, mehrere Male sollen die beiden diskutiert haben. Schaut euch das Short an, da wird euch alles erklärt. Ja, dann möchte ich jetzt aber zu dem Hauptthema in diesem Video kommen. Und zwar seit mehr oder weniger 24 Stunden. Überall kannst du auf den Seiten von Real Madrid lesen, Real Madrid möchte die Doppellösung Klopp und Toni Kroos. Und als ich auf die Spur gegangen bin, wo kam das Ganze überall her, fiel irgendwann der Name Ramón Álvarez de Mon. Hat mich sehr gefreut. Ihr wisst, ist eine sehr gute Quelle in der Welt von Real Madrid. Allerdings ist die Information auch nicht von ihm, sondern in seinem YouTube-Video hat er eine Zusammenarbeit gemacht mit Joaquín Maroto. Joaquín Maroto arbeitet für den AS, ist aber auch an sich sehr zuverlässige Quelle, wenn es um Real Madrid geht. Der ist schon
ich glaube, ein paar Jahrzehnte Journalist für Themen rund um Real Madrid, hat sehr gute Connections zum Vorstand von Real Madrid. Ja, und jetzt habe ich diesen etwas längeren Clip für euch mal übersetzen lassen, damit ihr das mal hört, was er sagt. Ja, hören wir uns das einfach einmal an. Was der Club im Kopf hätte, wäre ein erfahrener Trainer, mit Erfahrung ein Gewinner, mit Titeln, der verschiedene Teams, verschiedene Formeln und in verschiedenen Ländern ausprobiert hat. Und praktisch der Einzige, der all diese Bedingungen erfüllt, weil er 58 Jahre alt ist und weil er alle anderen Bedingungen erfüllt, ist Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, mir zum Beispiel würde die Mischung gefallen. Ich fände es fantastisch. Jürgen Klopp mit Toni Kroos als Assistent. Klar. Klar, das würde mir. Ich glaube, die meisten Madridistas würden dir das abkaufen, diese Klar. Diese Variante, ja. Was auch nicht schlecht ist, dass sie Nachbarn auf Mallorca sind. Jürgen Klopp hat ein Haus auf Mallorca, ganz in der Nähe von dem von Toni Kroos. Und sie sehen sich dort im Sommer, haben eine großartige Beziehung und Toni Kroos wäre der beste Botschafter und der beste Assistent und außerdem sicher auch die beste Zukunft für Real Madrid, denn wenn Jürgen Klopp käme und Toni Kroos die Gelegenheit hätte, mit ihm zu arbeiten und es gut liefe, stell dir vor, wie toll es wäre, wenn Toni Kroos dann übernehmen würde, so wie es Zinedine Zidane seinerzeit getan hat, nicht wahr? Was passiert hier? Es gibt andere Trainer, zum Beispiel spricht man von Mauricio Pochettino. Ich habe diesen Namen auch schon gehört. Aber klar, Pochettino ist Nationaltrainer der Vereinigten Staaten. Ich möchte dir sagen, dieses Jahr gibt es eine Weltmeisterschaft und die Weltmeisterschaft endet im Juli. Und der Trainer, den Madrid hat, wird ihn auf vollem Niveau brauchen, in voller Stärke. Er wird ihn im Juni brauchen, ab dem 1. oder 2. Juni. Und Pochettino ist mit der US-Nationalmannschaft verpflichtet. Außerdem findet die Weltmeisterschaft dort statt, also nicht wahr? Ich weiß nicht, andere Namen, die genannt wurden, José Mourinho. Nun, nein, ehrlich gesagt ist der Name durch ihn zu Madrid gekommen und nicht durch Madrid selbst. Das heißt, es war Mourinho, der sich darum bemüht hat. Du weißt ja, er ist ein Fuchs und er weiß, wie man sich bewegt und so weiter und seinen Namen ins Spiel bringt. Aber bei Madrid wird er ehrlich gesagt im Moment nicht wirklich in Betracht gezogen. Derjenige, den Sie sich angesehen haben zum Beispiel, den Sie gesehen haben, weil Florentino ihn schon lange schätzt, er ihn für einen guten Trainer hält und auch mit der Autorität, von der wir vorhin sprachen, ist Massimiliano Allegri. 21 war er kurz davor, er war fast am Ziel. Zu kommen und dieser gefällt Real Madrid wirklich, aber klar, er ist eben bei einem Verein. Also es ist so, schauen wir mal, die Planeten haben sich mit Jürgen Klopp ausgerichtet. Und das Einzige, was Jürgen Klopp noch von Real Madrid trennt, ist, dass er einfach Ja sagt. Denn Ihren Informationen zufolge, soweit Sie über die Vorgänge innerhalb des Vereins in Erfahrung bringen können, wird man unter Klopp versuchen, dass, wenn er Ja sagt, dann ist es natürlich Ja. Mit anderen Worten, er wird der neue Trainer von Real Madrid. Und ich nehme an, wenn er oder du ihn als den Trainer mit den größten Chancen siehst, dann deshalb, weil man bei Real Madrid Hoffnung hat, dass er zusagt. Was du weißt, ist, dass sie Hoffnungen haben, dass sie Erwartungen haben, dass er Ja sagen könnte. Also was ich weiß, und das ist sehr wichtig, Ramon, ist, dass diejenigen, die jetzt gerade die Autorität bei Real Madrid haben, also derjenige mit der höchsten Autorität ist Florentino, oder? Ja, natürlich. Aber nicht nur Florentino. Die anderen Personen, die Florentino umgeben, die im Moment Autorität haben, da haben sich die Machtverhältnisse bei Madrid verändert. Sie verändern sich gerade. Aber diejenigen, die jetzt in diesem genauen Moment Autorität haben, und man muss kein Fuchs sein, um zu erkennen, wer das ist, diejenigen, die du jeden Tag an Florentinos Seite siehst, zum Beispiel gestern im Bernabeu, oder? Ja. Die mögen Jürgen Klopp, das kann ich euch sagen. Sie mögen Jürgen Klopp. Also, wenn Florentino schon im Kopf hat, und das hat er, dass er einen Trainer will, dass er der Mannschaft mit einem neuen Trainer eine neue Richtung geben will, und dass es ein erfahrener Trainer mit Autorität sein muss, einer von denen, bei denen die Spieler die Musik ausmachen, sobald er die Kabine betritt. Und genau das ist Jürgen Klopp. Ja, ihr habt es selber gehört. Das Einzige, was Jürgen Klopp von Real Madrid trennt, ist quasi, dass der Deutsche sagt, ja, ich will. Wichtige Worte in eurem Leben, passt auf, zu wem ihr die sagt. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Er sagt, die entscheidenden Leute, die zurzeit um Florentino Perez herumschwirren, ich glaube Anas Lagrani etc.,
Ihr müsst euch einfach nur die Videos anschauen, die Bilder, die ich euch zeige. Bei dem Tennismatch zum Beispiel, wer da um den Florentino Perez rumsteht, da sieht man ja schon, wer die Entourage ist vom Präsidenten von Real Madrid. Und die sind sich einig, Jürgen Klopp ist die Lösung. Ihr habt auch gehört, warum die anderen quasi gar nicht in Frage konnten. José Mourinho hat sich geschickt, wie er ist, selber ins Rennen gebracht. Ein Pochettino trainiert noch die USA, Allegri trainiert den AC Mailand etc. Also Jürgen Klopp und Toni Kroos als Doppellösung. Und im Idealfall irgendwann ersetzt Toni Kroos einen Jürgen Klopp. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, Toni Kroos hat auf vieles Bock, aber auf Trainer von Real Madrid. Ich sehe in Toni Kroos nicht den Trainer von Real Madrid. Ich meine, in der Jugendabteilung macht er das schon gut. Vielleicht hat er einfach den Spaß am Trainerjob gefunden und einen besseren Lehrmeister als Jürgen Klopp kann es nicht geben. Ja, meine Meinung dazu, wenn das passieren würde. Ich glaube, das sind die beiden Namen, die in mir die meiste Illusion auslösen würden. Ähnlich wie letztes Jahr in Xabi Alonso. Ich war voller Vorfreude, wurde dann komplett enttäuscht. Aber wenn ich zurzeit die ganzen Namen höre, Didier Deschamps, das verursacht in mir gar nichts. Pochettino verursacht bei mir gar nichts. José Mourinho hätte ich ein geteiltes Herz. Ich erinnere mich an sehr schöne Zeiten unter ihm, aber was er in den letzten Jahren, wie er sich entwickelt hat, ist das nicht mehr der José Mourinho, den ich kenne. Ja, aber Jürgen Klopp und Toni Kroos, ich glaube, viel sympathischer in der Welt des Fußballs geht es gar nicht. Jürgen Klopp steht für den Fußball, den ich gerne liebe und der perfekt zu Real Madrid passt. Dieser Rock'n'Roll, dieses nach vorne und nach hinten, Todpressen des Gegners, 90 Minuten Vollgas, Emotionen, ein Trainer, der draußen rumspringt etc. Also diese Fußballliebe würde mich natürlich total illusionieren und daneben ein absolut seriöser, respektabler Toni Kroos. Ich habe am Anfang des Videos gesagt, vor allem für uns deutschsprachige Madridistas wären das, glaube ich, auch sehr gute Nachrichten. Erstens, viele deutsche Aussagen, ich brauche nicht mehr so viel übersetzen, nein. Aber das sind beide, die in Deutschland einen sehr guten Ruf genießen. Und Real Madrid ist nun mal Hate-Content Nummer 1, TikTok, Insta, überall. Sobald du gegen Real Madrid was sagst, hauen die Klicks nach oben. Insbesondere, wenn du dann noch Vinny ein bisschen rassistisch beleidigst, bringt das nochmal ein paar Extrapunkte. Ja, und ich glaube, diese beiden würden auch in der Stimmung, die rund um Real Madrid herrscht, Deutschland, Österreich, überall, für deutlich bessere Resonanz sorgen. Und ich glaube, wir Madridistas haben es auch ein bisschen satt. Sobald du ins Internet gehst, immer nur Hate, immer nur Lügen, immer nur Fake News, immer nur Anti. Ja, vielleicht wird das Image von Real Madrid mit diesen beiden Namen auch im deutschsprachigen Raum etwas besser und für uns etwas entspannter. Ja, ich bin gespannt, was du dazu sagen würdest. Wären Jürgen Klopp und Toni Kroos für dich die richtige und gute Lösung für Real Madrid? Lass deine Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Auch gerne, was du zu Eder Militao zu sagen hast, zu Real Madrid Castilla und. Wie gesagt, lass das in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, sei so nett, lass ein Like da, hype dieses Video, wenn du die Möglichkeit hast. Dieses Hypen hilft echt ungemein. Und wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet auf der Reise zu den 30.000. Also klick auf Follow, unterstützt den Kanal ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Wieder mit guten Informationen, denn der erste Transfer für die nächste Saison steht anscheinend schon fest. Also, bis morgen. À la Marie!